T-Zug auch blockiert. Der T-Zug, wenn der hinten in den Schatten geht, dann blockiert er die Einfahrt. Nein, das Problem war, dass auch der T-Zug aus dem Schattenbahn rausgekommen. Ich bin Sebastian Voll und meine Begeisterung für Eisenbahn ist, seitdem ich reden kann. Das erste Wort war Zug. Einerseits vom Vater her ist es gekommen und andererseits einfach die Technik, die mich schon von klein auf, wahrscheinlich auch vom Vater her, einfach immer begeistert hat. Ich habe irgendwann gefunden, es wäre mal toll, einen Club zu finden. Und dann bin ich im Internet suchen und bin so auf diesen Club gekommen und vorbeigekommen und es hat mir von Anfang an gefallen. Ich stelle jetzt nochmal einen Zug auf. Und der Zug hat eine besondere Bedeutung für mich, weil ich bei diesen Wegen noch ein bisschen nachgeholfen habe bei der Optik. Das heisst, ich habe die Wege gealtert. Und das hat den Effekt, dass sie einfach näher ans Original kommen. Wenn die Wege aus der Verpackung kommen, glänzen die extrem. Und das ist im Original überhaupt nicht der Fall. Das Original ist meistens tage- oder wochenweise im Einsatz und entsprechend dreckig. Und dem müssen wir auf der Anlage auch gerecht werden. Aus diesem Grund streuen wir einmal ein Pulver drauf streuen und das Pulver anschliessend mit einem Klarlack fixieren. Das ist zwar optisch sehr ansprechend, hat aber den Nachteil, dass wir nachher mit so Baumwollhändchen die Wege vor Fingerabdrücken schützen müssen. Wenn ich mit den bloßen Händen die Wege anlangen, dann sieht man aufgrund des Fett, das ich an den Fingern habe, jeden Fingerabdruck und das sieht ziemlich schnell recht wüst aus. Die Winterthurer Eisenbahnamateure sind ein Verein von leicht gestörten Leuten, die ein tolles Hobby haben und sehr viel Zeit in das investieren und Liebe. Wir haben sehr viel gewonnen durch das, dass wir uns aktiv in den sozialen Medien bewegen und viel Werbung machen und so einfach die jungen Leute erreichen. Ich würde sagen, wir sind doch ein relativ dynamischer Verein. Wir versuchen mit der Zeit mitzugehen und somit denke ich, sind wir ein guter Verein, der nicht so engstirnig ist und nicht nur den Tunnelblick hat, sondern auch offen ist für viele neue Sachen. Ja, du. So, ist gut, kannst du ihn zurückschlagen. Der Verein ist gegründet worden 1946. Die erste Anlage ist aber erst Anfang der 70er Jahre dann gebaut worden. Und jetzt die zweite Anlage, die ist dann in den 80er Jahren dazugekommen. Wir haben die Räumlichkeiten eigentlich schon beim Bau des Schulhauses mehr oder minder bekommen. Also es hat gewisse Sachen, die da drin gestanden sind, bevor das Schulhaus fertig war. An so einer Anlage baut man sehr lang, weil man grundsätzlich einmal das Gerüst machen muss. Das braucht viel Zeit. Und dann, wenn du das Gleis verlegt hast, hast du einen grossen Part hinter dir. Das braucht sehr viel Zeit und sehr viel Aufwand, weil es auf dieser Anlage auch sehr sauber gemacht ist. Und man hat wirklich ganz genau darauf geachtet, dass die Geometrie stimmt, dass nie irgendwelche Unebenheiten entstehen. Und das braucht sehr, sehr viel Zeit. Und nachher geht es darum, dass du die Landschaft baust. Und die musst du halt irgendwann wieder überarbeiten. Also zum Beispiel das Gras wird von der Sonne ausbleicht über die Jahre und dann musst du irgendwann wieder drüber. Und diesen Unterschied den siehst du sehr krass. Eine Panne, die mir gerade in Erinnerung ist, dass wir vor 2 Jahren einen Fahrtag hatten, über Neujahr, also einen Doppelfahrtag. Und da ist uns am Tag vor dem Fahrtag wir immer aufstellen und alles nochmal durchgehen. Und dort ist uns am Abend um 8 Uhr hat sich unsere Steuerung aufgehängt. Und dann haben wir eine Nachtschicht eingelegt und sind bis zur Nacht um 12 Uhr durch die Schweiz gedonnert und haben andere Club abgeklappert und geschaut, ob wir das Ersatzteile auftreiben können, das uns fehlt. Und wir haben dann wirklich eins gefunden, zu Uster, und haben so quasi unsere Steuerung dann laufen lassen am öffentlichen Fahrtag.
Meine grösste Sorge ist, dass uns irgendwann die Stadt der Raum kommt. Weil dann dann haben wir ein Problem, weil dann müssen wir die Anlage abbrechen, die bringst du da nicht raus, ohne dass das Schulhaus müsstest abbauen oder die Wände wegreißen. Also das ist immer der grösste Punkt und die grösste Sorge, dass wir irgendwann die Räumlichkeiten verlieren und dann somit unsere Anlage verloren ist. Wir haben heute Tag der offenen Tür und da tun wir einfach einmal so 6 Stunden am Tag den Leuten unsere Anlagen zeigen, präsentieren und fahren. Wenn sie wollen, können sie auch hinter der Anlage stehen und selber einmal den Regler in die Hand nehmen. Mir gefällt es sehr gut. Wir haben einen super Fahrtag, wir haben viele Leute und wir haben eine Technik, die mitmacht. Das ist immer sehr, sehr toll. Ich denke, die Bedeutung von Modellbahnvereinen für die Gesellschaft ist, dass wir sehr, sehr generationenübergreifend sind. Also die Kommunikation und der Austausch zwischen 12-Jährigen bis 80-Jährigen ist gross und gut. Und das, denke ich, haben sehr wenig Hobbys im Verhältnis zu uns. Ich finde den grossen Altersunterschied sehr toll, weil er extrem informativ und lehrreich ist. Und ich habe ganz viele Leute, die ich sehr gerne habe hier im Club. Und die sind teilweise über 70, über 80. Und mit denen kann ich mich ganz gut unterhalten und man kann auch völlig losgelöst von der Eisenbahn oder vom Modellbau miteinander reden. Mein Wunsch für die Modellbauszene ist, dass sie weiterhin besteht, dass sie wachsen kann, auch jungen Zuwachs bekommt, das ist ganz wichtig. Und wenn es um das Thema geht, wenn man sich mit dem beschäftigt oder darüber redet, dass man sich ein bisschen Zeit nimmt und sich überlegt, was passiert dort eigentlich, weil ja, nach außen tönt es oft, das sind Leute, die mit Zügli spielen und rumfahren lassen. Das ist aber sehr ein kleiner Part von unserem Hobby. Und insofern wird das oft auch ein bisschen belächelt und falsch angeschaut von außen.